11. Schülerin Johanna aus Ranstadt-Bobenhausen in der Wetterau ist tot. Was ist diesem Kind zugestoßen? Die Bemühungen der Polizei, ganze Hundertschaften waren zeitweilig im Einsatz, blieben erfolglos. Johanna ist spurlos verschwunden. Dennoch weiß nach wie vor niemand genau, was damals mit Johanna passiert ist. Dieses Mädchen war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Wir haben digitalforensische Auswertungen in ganz großem Umfang getätigt. 18 Jahre lang hatten sie dieses Geheimnis mit sich alleine getragen. Der Chatterzeuge war der einzige Zeuge, den wir damals hatten. Sind wir hier an dem Richtigen dran? Alle Verdächtigen, die wir überprüft haben, waren negativ. Trotz intensiver Polizeiarbeit fehlt vom Täter jede Spur. Der Fall Johanna Brunnacker hatte in Hessen absolute Priorität. Eines der spektakulärsten Tötungsdelikte aus den letzten 20 Jahren. Dass er ein kleines, unschuldiges Mädchen aus dem Leben gerissen hat, eine ganze Familie zerstört hat und alles verändert hat. Auch im ganzen Dorf. Es ist uns wichtig zu erfahren, wann Johanna gestorben ist. Das sind einfach die Fragen, die ich habe und die beantwortet werden müssen für uns. Bobenhausen in der Wetterau, 50 Kilometer nördlich von Frankfurt. Fast 20 Jahre lang leben die knapp 500 Einwohner hier mit einem ungeklärten Verbrechen. Der Fall Johanna Brunnacker beginnt eigentlich am 2. September 1999. Das Wetter war gut, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja, und es ist durchaus ein öffentlich einsehbarer Ort. Also da am Sportplatz hat es auch noch ein Fußballspiel gegeben, wo ganz frühzeitig auch die Vorbereitungen seitens des Vereins gelaufen sind. Die haben gegen einen Verein aus dem Nachbarort an dem gleichen Abend noch Fußball gespielt. Am Nachmittag aber ist es noch ruhig auf dem Fußballplatz. Keine 500 Meter von der Ortsmitte entfernt. Erst um 18 Uhr ist Anpfiff. Wie so oft hat sich die 8-jährige Johanna hier mit ihren Freundinnen verabredet. Die Johanna ist zum Spielen gewesen im Bereich des Sportplatzes in Bobenhausen und hat dort auch mit anderen Kindern gespielt, die dann aber mit ihren Eltern zum Verwandtschaftsbesuch oder Bekanntenbesuch ins Nachbardorf wollten, sodass Johanna noch alleine im Bereich des Sportplatzes geblieben ist. Gegen 17 Uhr macht sich Johanna auf den Heimweg. An der Bank neben der Leisbachbrücke hält sie kurz an. Der kleine Bach fließt hier etwas versteckt, gleich neben dem Sportplatz. Und als die Johanna nicht nach Hause gekommen ist zur verabredeten Zeit, haben die Eltern sich gleich frühzeitig Gedanken gemacht und der Vater ist mit der Schwester losgezogen und die haben nach der Johanna gesucht, haben sie nicht mehr gefunden und haben nur auf dem Radweg am Sportplatz in Bobenhausen dann das Fahrrad von der Johanna aufgefunden. Dass Johanna ihr Fahrrad auf dem Radweg vergessen hat, ist unwahrscheinlich. Sie liebt ihr gelbes Rad über alles. Der Fall beginnt mit einem Anruf des Vaters von Johanna, der sich bei der zuständigen Polizeidienststelle meldet und seine Tochter als vermisst meldet. Das Fahrrad hätte er aufgefunden. Das würde im Bereich der Leisbach liegen, an einer kleinen Bank. Und Johanna wäre nach dem Spiel nicht zurückgekehrt. Seit 2 Stunden ist Johanna jetzt verschwunden. Wo ist das kleine Mädchen? Johanna gilt als zuverlässig und pünktlich. Nach dem Spiel war da auf einmal irgendwann ein riesen Tobabo, dass ein Mädchen verschwunden war. Und dann war dann auch die Polizei mittlerweile schon da und ja, dann war auch dann schon die Feuerwehr alarmiert zum Suchen von dem Kind. Für mich war es der erste Einsatz, wo ein Kind vermisst wird. Natürlich muss diese Suchaktion dann organisiert werden. Die Gruppen müssen eingeteilt werden. Die Koordinierung mit der Hundestaffel.
Dadurch, dass das Gebiet so groß war, war es so, dass wir also ein Einsatzgebiet zugewiesen bekommen haben, das wir dann gemeinsam abgesucht haben. Noch gehen die Helfer von einem Unfall aus. Wenn ein Kind verunfallt ist, dann ist es enorm wichtig, dass man so schnell wie möglich das Kind findet, denn man weiß ja nicht, was mit dem Kind ist. Und wenn es sich verirrt hat und Angst hat, dann läuft es und läuft es und läuft und dann wird die Suchaktion immer größer. Doch Johanna bleibt verschwunden. Gegen 21:30 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit wird die Suche abgebrochen. Es gibt ca. 100.000 Vermisstenfälle pro Jahr. Also jeden Tag werden 200 bis 300 Personen vermisst gemeldet. Aber jeden Tag tauchen auch 200 bis 300 Personen wieder auf. Gerade bei Kindern liegt die Quote derjenigen Vermisstenfälle, die sich ganz schnell wieder klären, bei 98%. Und diese 2% zu erkennen, bei denen es wirklich um Leben und Tod geht, also quasi den 1 oder 2 Fälle aus 100, die zu erkennen und da schnell zu realisieren, dass hier ein Problem vorliegt, dass es hier wirklich um Leben und Tod geht und jede Sekunde zählt, das ist sehr, sehr wichtig. Schon früh am Morgen des 3. September 1999 wird die Suche nach Johanna fortgesetzt. Wir haben keine Hinweise momentan, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt, aber ausschließen wollen wir es auch nicht. Über 200 Beamte sind jetzt im Einsatz. Wenn ein Kind verschwindet in einem kleinen Ort am helllichten Tag, das eigentlich als zuverlässig gilt und schon hätte 2 Stunden lang zu Hause sein müssen, und plötzlich findet man ein Fahrrad auf einem Radweg liegend, verlassen, und das Mädchen ist spurlos verschwunden, da reagiert die Polizei doch sehr, sehr schnell. Das sind somit die unangenehmsten Situationen, die man sich so vorstellen kann. Ja, es ist grundsätzlich immer problematisch, nur wenn es sich um irgendwelche Straftaten zum Nachteil von Kindern handelt. Ja, aber wenn kleine Kinder verschwinden, ja, dann hat man natürlich immer im Hinterkopf, dass es auch ein unglückliches Ende nehmen kann. Guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Hessenschau. Für Eltern ist es der schlimmste Albtraum. Ihr Kind kommt nicht nach Hause, sie machen sich Sorgen, sie gehen es suchen und finden es nicht. In Randstadt-Bobenhausen in der Wetterau ist das passiert. Die 7-jährige Johanna wird seit gestern Abend vermisst. Gleich gestern Abend noch begann auch die Polizei mit der Suche. Sie wurde heute fortgesetzt. Bei der Suche nach Johanna in den ausgedehnten Waldgebieten rund um Randstadt-Bobenhausen helfen neben der Polizei auch die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung sowie Nachbarn und Freunde der Familie. Man weiß, dass man möglichst schnell auch dann ein verschwundenes Kind wieder auffinden muss. Und je länger das dauert, umso schwieriger wird es und umso größer ist natürlich auch die Gefahr für Leib und Leben eines Kindes. Man wusste natürlich gar nicht, was geschehen war. Anfangs hat man natürlich insbesondere ein Unglück ins Kalkül gezogen, weil das Ganze sich ja an einem Bach abgespielt hat. Es gab auch in den ersten Minuten zumindest keine Zeugen, die etwas über das Verschwinden von Johanna bekunden konnten. Dann muss man halt versuchen, so viele Bereiche wie möglich auch gleich in der Anfangszeit abzusuchen. Es waren über 200 Beamten beteiligt, die das umliegende Gebiet abgesucht haben. Hat dann also im Prinzip das Ganze, was wir schon mal abgesucht hatten, nochmal abgesucht. Die Hunde hätten mit Sicherheit angeschlagen, wenn das gewesen wäre. Und die Polizei hat ja auch mit ihren Suchhunden gesucht. Leider ergebnislos. Das war mit das Schlimmste, weil einfach diese Ohnmacht da ist. Diese Ohnmacht, dass man nichts tun kann. Und mit jedem Mal, wo man also immer weiter gesucht und gesucht, umso schlimmer wurde das. Dass wir gesagt haben, also ist furchtbar, ist wirklich furchtbar. Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der vermissten Johanna Bonacker. Auffallend das bunte T-Shirt und die Jeanshose. Das LKA war im Prinzip von Anfang an involviert in den Fall. Wenn kleine Kinder verschwinden, hat man natürlich schon mal so ein ungutes Gefühl, hofft das Beste und fürchtet das Schlimmste. Und ja, man hat dann schon die Befürchtung, dass es schlimm ausgeht, aber man hofft natürlich, vielleicht hat sie sich nur verlaufen, vielleicht taucht sie wieder auf. Von der verschwundenen 7-jährigen Johanna fehlt nach wie vor jede Spur. Auch heute wurde im Umfeld von Bobenhausen nach dem Kind gesucht. Der überflutete Steinbruch bei Randstadt-Bobenhausen. Ein Taucher sucht nach der 8-jährigen Johanna. Hier ganz in der Nähe war sie zu Hause.
Einen konkreten Hinweis darauf, dass das Mädchen ertrunken sein könnte, hat die Polizei nicht. Aber man will sicher gehen. Die Wälder der Umgebung sind bereits durchsucht, jetzt sind die Gewässer dran. Bei der Sicht, die man hat, das war gleich 0. Da muss man alles fühlen oder ertasten. Und jeder kleine, ich will nicht sagen unbedingt Stein, aber jeder Ast oder größere Ast, den man dann in der Hand hat, geht einem doch einiges dann durch den Kopf. Und in diesem Fall jetzt hoffentlich ist es nicht das, was ich suche. Im Steinbruch wird die Suche mittags eingestellt, nichts gefunden. Eine heiße Spur, einen konkreten Verdacht hat die Polizei nicht. Letztlich könnte es auch sein, dass Johanna überhaupt nicht gefunden wird. Eine Woche ist mittlerweile vergangen. Die Eltern rechnen mit dem Schlimmsten. Also wir gehen davon aus, dass Johanna entführt worden ist und die Leute, die sie in ihrer Gewalt haben, sie wohl für kinderpornografische Zwecke oder Ähnliches nutzen wollen. Und bei solchen Menschen das Finanzielle eben sehr vorrangig ist, gehen wir davon aus, wenn wir genügend Geld zusammen haben, dass wir Johanna freikaufen können. Und wer letztendlich dieses Geld bekommt, das ist für uns nebensächlich. Wir wollen unsere Tochter zurück. Und wenn es sein muss, zahlen wir das Geld auch an den Täter. Bobenhausen ist im Schockzustand. Die Polizei geht inzwischen auch von einem Verbrechen aus. Verdächtig ist erst einmal jeder. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die hat von Anfang an alles für möglich gehalten. Sie hat es für möglich gehalten, dass ein unbekannter Dritter Johanna an dem Tag abgefischt hat, entführt hat. Ein Mensch, der gar keinen Bezug hat zu Bobenhausen. Wir haben ins Kalkül gezogen, dass es ein Einwohner aus Bobenhausen war, dass es ein Bekannter der Familie war. Und zu diesen Ermittlungen gehört natürlich auch, dass man die Familie selbst untersucht, schaut. Gab es da Schwierigkeiten? Gab es da Anhaltspunkte dafür, dass es da vielleicht zu einem Unfall gekommen ist, der verdeckt werden soll? Das sind alles Fragen, die sind natürlich, wenn wir Ermittler uns die stellen, für die Familien äußerst belastend. Wenn Kinder getötet werden, sind meist die Eltern verantwortlich. Statistisch gesehen sind die Eltern die gefährlichsten Personen im Leben eines Kindes. Deswegen muss natürlich die Polizei das auch als erstes überprüfen oder zumindest ausschließen. Als das ausgeschlossen war aber für den Ort gar nichts besser, sondern viel schlimmer. Denn die Tatsache, dass es die Eltern oder die Familie nicht war, heißt ja, es könnte jeder gewesen sein. Es kann wortwörtlich der Nachbar, der Sportlehrer, der beste Freund gewesen sein. Und diese Art von Unsicherheit für Eltern, die ihre Kinder nicht mehr spielen lassen wollen, aber auch Nachbarn, die sich gegenseitig verdächtigen, das ist eine absolute Ausnahmesituation, die man keinem Ort und keinem Menschen so wünschen würde. Man hat natürlich auch versucht, möglichst viele Zeugen zu befragen, also auch die Spielkameraden, die Eltern der Spielkameraden, Spaziergänger, die sich auch selbst gemeldet haben. Es haben sich auch einige Zeugen selbstständig dann gemeldet, die Johanna noch im Bereich des Sportplatzes gesehen hatten. An dem Abend hat sich ein Zeuge gemeldet, der im Laufe der weiteren Ermittlungen von überragender Bedeutung war. Das war ein Mann, der schildern konnte, dass er auf dem Weg nach Bobenhausen war mit seinem Fahrzeug und vor ihm ein in Anführungsstrichen auswärtiges Fahrzeug unterwegs war mit einem HG-Kennzeichen. Ich war an dem Abend relativ spät dran. Ich glaube, 18 Uhr war Anpfiff. Und auf der Fahrt von Randstadt nach Bellmuth habe ich den vor mir gehabt. Ist der da mit 30, 40 lang gefahren. Deswegen ist das Auto aufgefallen. Das war der einzige Grund. Auf der Strecke gab es normalerweise eine Möglichkeit, wo du das Auto überholen kannst. Das habe ich dann auch gemacht. Beim Überholen habe ich kurz rüber geguckt und da ist mir halt aufgefallen, der Pferdeschwanz und unrasiert. Das war so ein Seitenprofil. Ja, da war ich auch schon vorbei an dem. Nach Hause, meine Tasche geholt und bin dann wieder auf dem Sportplatz. Da hat das Auto wieder gestanden.
Er will dieses Fahrzeug gegen 17:23 Uhr im Bereich dieses Radwegs gesehen haben. Dieses Fahrzeug soll sich auf diesem Radweg befunden haben, was ihm natürlich in Erinnerung geblieben ist, weil das eine Besonderheit ist, weil schlicht ein solches Fahrzeug auf dem Radweg nichts zu suchen hat und das ja letztendlich der Verschwindeort gewesen ist. Hat der Jetta-Fahrer tatsächlich etwas mit dem Verschwinden von Johanna zu tun? Ist es möglich, dass Manfred Wirth den Täter am Sportplatz gesehen hat? Seine Aussage wird der einzige brauchbare Hinweis bleiben. Dass der Zeuge das Fahrzeug so gut beschreiben konnte, hat auch mit seinem Beruf zu tun. Er war also wohl Kfz-Mechaniker, Kfz-Schlosser, ja, und hat sich mit Fahrzeugen auch gut ausgekannt. Insofern war das nicht ungewöhnlich, dass er das Fahrzeug so gut beschreiben konnte. Das ist nicht unbedingt Standard, ne? Weil viele Zeugen sehen viele Fahrzeuge und können sich hinterher nicht mehr erinnern, ja, was es jetzt für ein Typ war oder wie auch immer. Aber das ging bei ihm halt ganz gut, ne? Also insofern war diese Beschreibung schon sehr wertvoll und man konnte sich auch ganz gut darauf verlassen. In diesem Fall, beim Jetta-Zeugen, sind zwei Zufälle zusammengekommen. Zum einen hatte er Fachkenntnis. In seiner Wahrnehmung war es nicht einfach ein Auto, es war ein tiefer gelegter VW Jetta. Und er hat sich über den Fahrer aufgeregt. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Merkmal, warum diese Erinnerung nicht verloren gegangen ist. Er hat sich aufgeregt, er hat Emotionen gespürt. Wir alle können gut nachvollziehen, was es mit uns macht, wenn jemand, wenn man es eilig hat, mit 30 vor einem fährt, dort wo 50 ist. Dieses Auto, was dort geschlichen ist, vor ihm war, hat ihn aufgeregt. Er hat beim Überholen auch nur aus diesem Grund reingeschaut und den Fahrer angeschaut. Seine Fachkenntnis hat dafür gesorgt, dass er das Auto erkannt hat. Und die Emotion, diese Aufregung hat dafür gesorgt, dass er die Information erinnert hat. Und dann hat man natürlich sich erst auch mal auf dieses Fahrzeug konzentriert und hat entsprechende Halteranfragen, Abfragen beim Kraftfahrtbundesamt gemacht und ist dann auch auf weit über 500 einschlägige Fahrzeuge gekommen, also VW Jetta mit HG-Zulassung, die in der weiteren Folge dann auch einer intensiven Überprüfung unterzogen worden sind. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge ist zunächst mal leider kein konkretes Ergebnis herausgekommen. Das muss man sich auch sehr aufwendig vorstellen, denn jedes einzelne Fahrzeug muss man letztendlich sich ansehen, ja, um diese baulichen Veränderungen auch erkennen zu können und muss dann natürlich auch den Halter entsprechend überprüfen. Ja, und da wurden auch noch Kollegen der Bereitschaftspolizei hinzugezogen, die dann diese über 500 Fahrzeuge versucht haben, zumindest mal in Augenschein zu nehmen. Unsere heißeste Spur ist ein VW Jetta, der zum relevanten Zeitpunkt in diesem Bereich am Sportplatz gesehen wurde, besetzt mit einem Herrn mit Pferdeschwanz. Man ist dann nach Friedrichsdorf gefahren und hat sich also dort zunächst mal das Fahrzeug angesehen. Die wussten, der Halter war der Rig-J gewesen, waren dann aber schon gleich skeptisch gewesen, weil die Farbe, wie man sie damals wahrgenommen hat vor Ort in Friedrichsdorf, passte einfach nicht so richtig zu der Beschreibung von dem Zeugen. Die Kollegen, die das Fahrzeug gesehen haben, waren schon zunächst mal irritiert und haben gesagt, das Fahrzeug trifft von der Beschreibung her sehr gut zu. Allerdings war der Farbton nicht unbedingt mit dem übereinstimmend, was der Zeuge gesagt hatte. Das Auto, was ich überholt habe zwischen Randstadt und Bellmuth, das war braun. Das war auch noch braun, nachdem ich von Bellmuth weitergefahren bin nach Bobenhausen. Zunächst einmal hat man die Socco-Leitung informiert. Die Socco-Leitung wiederum hat dann auch den Zeugen informiert und gebeten, mitzukommen. Man ist dann gemeinsam mit 4 Kollegen wieder nach Friedrichsdorf gefahren und hat sich also dort das Fahrzeug angesehen. 2 Kollegen sind zu diesem Zeitpunkt oben an der Wohnungstür gewesen und haben auch mit dem Rig-J gesprochen und haben ihn auch zu seinem Aufenthalt zum Verschwindenszeitpunkt befragt. Ja, und er hat dazu auch Angaben gemacht, die letztendlich es unmöglich gemacht hätten, dass er tatsächlich in Bobenhausen gewesen sein kann. Aber was ist mit seinem Fahrzeug? 2 weitere Kollegen sind mit dem Zeugen in die Tiefgarage und haben ihm das Fahrzeug gezeigt. Und da stand ein Jetta. Nur diesmal war er nicht braun, aber blau, glaube ich. Aber halt auch mit Fahrwerk und Alus.
Er war sich sehr sicher, dass die Farbe absolut nicht stimmt, und hat das Fahrzeug für sich ausgeschlossen. Emotionen sorgen oft dafür, dass wir Dinge besser erinnern können, und trotzdem ist die Wahrnehmung da sehr selektiv. Manchmal ist es die Augenfarbe, die uns in Erinnerung bleibt, manchmal die Haarfarbe, manchmal ein Automodell, manchmal die Farbe. Es scheint widersprüchlich, dass jemand das Automodell benennen kann, aber die Farbe nicht. Aber gerade wenn man es mit einem Kunstlack zu tun hat, der je nach Lichtverhältnissen anders aussieht, kann es durchaus sein, dass die Wahrnehmung nie so eindeutig war. Wenn das Auto weder eindeutig blau noch eindeutig braun war, ist es durchaus möglich, dass das später kaum erinnert werden kann, weil es selbst in dem Moment schwer zu beantworten gewesen wäre. Ist also das Neonlicht in der Tiefgarage schuld? Oder hat Rick J. einfach nur Glück? Als dieses Ergebnis natürlich da war, und darauf haben die Kollegen sich natürlich auch seinerzeit verlassen und mussten sich auch darauf verlassen, haben die auch den beiden anderen Kollegen oben an der Wohnung Bescheid gegeben und haben gesagt natürlich, dass der Zeuge das Fahrzeug ausgeschlossen hat. Sodass man damals polizeilich eher der Auffassung war, dass das nicht der richtige Mann sein kann. Man hat ihn dennoch vernommen, befragt. Es schien so, als hätte er ein Alibi, und dann war die Person relativ schnell wieder aus dem Fokus draußen. Dann war diese Spur in Anführungsstrichen abgearbeitet gewesen, und es gab erstmal keine anderen Ermittlungsansätze. Wenn man als Kriminalbeamter an einen Punkt angelangt, wo man sich eingestehen muss, wir haben jetzt alles gemacht, ja, und haben keine vernünftige Spur, in dem Fall ja ganz schlimm, wir haben keine Spur von der Johanna Bonacker, keinerlei wirklich relevante Hinweise, was denn tatsächlich passiert sein könnte. Das ist ein ganz problematischer Zeitpunkt, ja, weil wer als Kriminalbeamter nicht alles dran setzt, solche Geschehen aufzuklären, hat im Prinzip den Beruf verfehlt. Ja. Und jeder Kriminalbeamte, der hängt Herzblut auch in die Aufklärung solcher Geschichten, und natürlich insbesondere, wenn Kinder betroffen sind. Das ist überhaupt keine Frage. Also das ist schon ganz, ganz bitter für die Kollegen gewesen, sich eingestehen zu müssen, dass sie irgendwo an einem Punkt der Ermittlungen angelangt waren, wo es nicht mehr so recht weiterging. Das Mädchen kam vom Spielen nicht nach Hause. 8 Wochen ist das nun schon her. Die Bemühungen der Polizei, ganze Hundertschaften waren zeitweilig im Einsatz, blieben erfolglos. Tausende von Plakaten und Handzetteln haben Richard und Gabriele Bonacker verteilt. Über 2000 Spuren und Hinweise hat die Polizei verfolgt. Das Kind fehlt an allen Ecken und Enden. Wir vermissen die Johanna. Das ist keine Trauer, weil trauern kann man nur um jemanden, der tot ist. Nachdem lange Zeit in diesem Fall ja nichts Relevantes mehr passiert ist und auch keine entsprechenden Spuren mehr vorhanden waren, war dann der 1.4.2000 ein Einschnitt, nämlich an diesem Tag haben Spaziergänger im Wald bei Alsfeld die Überreste einer Mädchenleiche gefunden. Da war relativ schnell klar, es handelt sich um Johanna Bonacker. Guten Abend, willkommen zur Hessenschau. Die seit einem halben Jahr vermisste Schülerin Johanna aus Ranstadt-Bobenhausen in der Wetterau ist tot. 7 lange Monate haben die Eltern gehofft und gezittert. Seit heute haben sie die schreckliche Gewissheit, ihr Kind ist ermordet worden. Die Leiche wurde in einem Wald nahe der Autobahn Frankfurt-Kassel entdeckt. Im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle durchsuchten knapp 100 Polizisten das dichte Unterholz. Wir haben bis jetzt gefunden den Schädel, Haare und dann weitere Teile. Also es fehlt noch relativ viel. Wahrscheinlich dadurch, dass hier auch Tierfraß geherrscht hat. Es sieht also von den Spuren her so aus, als wären da Wildschweine im Wald gewesen.
Dort wurde am Fundort festgestellt, dass es also wirklich nur noch wenige Überreste gab. Es wurden Schädelknochen gefunden, es wurden Reste vom Haarschopf gefunden. Um diesen Haarschopf war Klebeband gewickelt. Zum einen war das auffällig lang, 15 Meter, das ist schon sehr, sehr viel. Und wir mussten uns im Rahmen der weiteren Ermittlungen dann auch fragen, warum war das so viel? Was hatte das eigentlich im Rahmen dieses Tatgeschehens für eine Rolle gespielt? Meter für Meter wurde heute das 3 Hektar große Waldstück nahe der Autobahn abgesucht. Mit Erfolg, denn die hochempfindlichen Nasen der Hunde spürten neben Knochen selbst briefmarkengroße Textilreste auf. Am Leichenfundort war auch die Beweissituation relativ schwierig, weil wir nur noch sterbliche Überreste gefunden haben. Teile eines Seils haben wir noch gefunden. Es wurde eine ganze Menge Klebeband aufgefunden, 2 verschiedene Sorten Klebeband. Ein silbernes Panzerklebeband, ja, und braunfarbenes Paketklebeband, ja, und Teile der Bekleidung der Johanna. Wir hatten von der Johanna aufgefunden einen Teil einer Jeanshose, die noch als Reste, etwas mehr als die Hälfte war, glaube ich, noch da, und ein Teil eines T-Shirts mit einem Mickey-Maus-Aufdruck, einem recht charakteristischen, das war im Wald noch gefunden worden. Aber da war von dem T-Shirt auch etwa noch die Hälfte da. Johannas Eltern identifizierten sie gestern Abend als die Kleidung ihrer Tochter. Die Hoffnung ist einfach weg. Das ist jetzt weiß ich zwar, wo sie ist, aber ich krieg sie nie mehr wieder. Ich hatte die 7 Monate, hatte ich doch noch die Chance, dass ich sie irgendwann wieder habe. Es war nicht mehr die Hanna, die wegkam, aber sie wäre da gewesen. Aber jetzt ist alles aus. Die Hypothese war natürlich ganz klar, es handelt sich um eine Entführung mit anschließender Tötung. Die näheren Umstände der Entführung waren natürlich völlig unklar. Völlig unklar war auch zu dem Zeitpunkt, wer für diese Entführung verantwortlich sein könnte. Der Leichnam wurde recht sorglos und recht oberflächlich am Rand eines Weges abgelegt und nicht tief vergraben. Dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze, genau genommen 3. Erstens keine Zeit. Der Täter könnte unter Stress gewesen sein und schlicht keine Zeit gehabt haben, die Leiche entsprechend zu vergraben oder sich Mühe zu geben, diese zu verstecken. Zweitens Gleichgültigkeit. Immer wieder merkt man, dass Täter dieser Kategorie schlicht keine Angst vor Strafe haben, oft auch keine Handschuhe tragen und in vielerlei Hinsicht sich einfach nicht um Beweismittel kümmern. Der dritte mögliche Grund ist das Fehlen einer gewissen emotionalen Intelligenz, denn sie müssen sich ja in die Perspektive der Ermittler hineinversetzen. Wonach wird die Polizei später suchen? Was könnten die finden und was werden die daraus für Rückschlüsse machen? Manchmal fehlt es Tätern schlicht an der Empathie, diesen Schritt zu gehen. Was man in solchen Fällen macht, ist, man konzentriert sich zunächst mal auf materielle Spuren. Das heißt Sachbeweise, DNA, Fingerspuren, Fasern. Und genau das haben die Ermittler damals auch getan. Die Fundstücke aus dem Wald landen im Landeskriminalamt in Wiesbaden. Auf dem Tisch von Angelika Schwetz. Die ersten Asservate mit Untersuchungsaufträgen sind dann gleich Montag, Dienstag hier eingetroffen. Eben all die Gegenstände, die man im Wald gefunden hat, die potenziell Spurenträger waren, die Kleidungsstücke, das Klebeband, die sind sehr zeitnah hier angeliefert worden zur Untersuchung auf Spuren. Das war natürlich schwierig gewesen, da noch adäquate Spuren zu sichern. Das Mädchen und die Klebebänder, die lagen ca. 7 Monate im Wald. Da ist das natürlich der Witterung ausgesetzt. Es war ja auch nicht mehr allzu viel übrig. Es war auch von Johanna selbst nicht mehr viel übrig, außer diese Kleidungsreste und das Klebeband. Und es waren eben an diesen ganzen Gegenständen aus dem Wald keinerlei DNA-Spuren mehr nachweisbar. Also ganz entscheidend für uns war das Klebeband, was man am Leichenfundort gefunden hat. Zum einen war das auffällig lang,
15 Meter, das ist schon sehr, sehr viel. Klebeband ist ein super guter Spurenträger für Faserspurenmaterial, für jedes Material, weil es eben, dadurch, dass es klebt, auch Material einschließt. Jetzt waren das ja zusammengeknollte Stücke, die wir erstmal voneinander lösen mussten und dann im Prinzip Step by Step unter Mikroskop, unter visueller Kontrolle haben wir mit feinen Pinzetten da die einzelnen Fasern abgesammelt. Die Sachbearbeiterin hat sich die Sachen vorgenommen, die sollte da die Faserspuren sichern und die hat gedacht, ach, ich fange mal mit dem kürzesten Stück an. Einfach, dann bin ich eben am schnellsten fertig mit dem und dann mache ich die längeren Stücke. Und dann hat sie das Klebeband Spur 11 ausgepackt, hat sich unter das Mikroskop gelegt und hat gleich gesehen, dass da so ein mutmaßliches Fingerabdruck-Teilfragment drauf ist. Hat das natürlich dann erstmal besonders aufgeschrieben, hat das besonders gekennzeichnet und hat eben das Klebeband, nachdem die Faserspuren abgenommen waren, eben mit der Information, das ist eine mutmaßliche daktyloskopische Spur dran, auch an die Kollegen von der Daktyloskopie weitergegeben. Ein Abdruck, entweder eines Fingers oder einer Handfläche, das konnte man damals gar nicht genau zuordnen, was es überhaupt war, weil die Spurenqualität extrem schlecht war. Das hing natürlich mit den Witterungsbedingungen zusammen und damit, dass einfach nur ein ganz kleiner Teil dieses Fingers oder der Handfläche, das wusste man ja gar nicht, überhaupt sich auf dem Spurenträger, nämlich dem Klebeband, befunden hat. Doch der Fingerabdruck ist nicht das Einzige, was die Ermittler unter dem Mikroskop auf dem Klebeband entdecken. Faserspuren waren nicht nur am Klebeband Spur 11, die waren an den anderen Klebebändern aus dem Auffindebereich ebenfalls dran. Die sind zahlenmäßig aufgefallen, diese Faserspuren. Die sind von ihrer Art her aufgefallen, nämlich diese typischen Teppichfasern. Die sind ganz charakteristisch und wenn wir diese Fasern haben, ist es in allermeisten Fällen so, dass sie dem Autokofferraum zuzuordnen sind. Nach Lage der Dinge musste sie mit dem Fahrzeug transportiert worden sein, sodass jetzt also Faserspuren von dem Autokofferraum jetzt nicht wirklich überraschend waren. Wir hatten außerdem noch so graue Acrylfasern in sehr großer Zahl. Acryl, muss man wissen, war so in den 90er Jahren eine sehr häufig verwendete Fasermaterial. Was heute das Polyester ist, war damals das Acryl. Es gab zur damaligen Zeit so flauschige Pullover, die das Material enthielten. Es kann mal in Handschuhen vorkommen und das war auch in Autoschuhenbezügen häufig verarbeitet. Also alles, was so ein bisschen plüschig, flauschig ist, war so potenzieller Spurengeber hier in dem Fall. Wir hatten auch sehr viele Fasern, sodass wir gesagt haben, es muss irgendwas sein, was gut Spuren abgibt, auch vielleicht eine gewisse Größe hat. Ja, das war so unsere Hypothese zum Spurengeber. Man hatte am Leichenfundort einen Teilfingerabdruck und Faserspuren. Das ist gut, teilweise sogar fast individuell oder eindeutig auf einen Täter zurückzuführen, aber nur dann, wenn Sie ein Gegenstück haben. Sofern Sie kein Gegenstück haben, der DNA, des Fingerabdrucks oder der Faserspuren, ist das, was Sie gefunden haben, erstmal vorläufig wertlos. Es ist natürlich so, dass der Leichenfund letztendlich dann auch den Druck auf die Polizei noch einmal deutlich erhöht hat. Ja, und natürlich, jetzt war die Gewissheit da, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Wir haben jetzt auch wieder eine neue Situation. Wir haben, egal wie schwierig sie aussieht, aber eine Spurenlage, die es zu bewerten gilt, aus der man neue Ermittlungsansätze letztlich generieren kann, was ja dazu geführt hat, dass dann auch wieder das Personal der Soko aufgestockt worden ist. Man hat quasi auch nochmal dann weiter intensiviert versucht, in die Ermittlungen wieder einzusteigen. Nach der Entdeckung der Leichenteile glaubt die Sonderkommission, dem Täter ein Stück näher gekommen zu sein. Durch die Fundsituation haben wir jetzt wieder neue Hoffnung, in unserem Ermittlungsbereich und Warnungsbereich weiterzukommen. Nach den Funden gehen bei der Polizei verstärkt Hinweise ein. Die Kripo will jetzt auch frühere Spuren noch einmal überprüfen und deshalb wurde die Sonderkommission in Friedberg verstärkt. Viel Kleinarbeit und vielleicht auch Kommissar Zufall sind die einzigen Chancen, um den Mord an der 8-jährigen Johanna aufzuklären. Was hatte man zu diesem Zeitpunkt? Man hatte grob 2 physische Spuren, einen Teil Fingerabdruck und Faserspuren. Man hatte eine Zeugenaussage, tiefer gelegter Jetta und den Teil eines Kennzeichens. Und man hatte zumindest grob ein psychologisches Profil, männlich zwischen 20 und 40, Vorliebe für Fesselspiele und möglicherweise aus der Umgebung. Woher weiß man das? Man bezieht sich auf vergangene Fälle. Man schaut nach dem Durchschnittswert, nach dem Standardprofil und man weiß, dass Täter dieser Kategorie meist männlich zwischen 20 und 40 sind und dass sie häufig ihre Taten in der Komfortzone begehen, also an Orten, an denen sie wohnen oder arbeiten. Man hatte all das, aber kein Gegenstück. Man hat natürlich diese Spur unter dem Mikroskop untersucht und hat versucht, diesen kleinen Teil zu isolieren und hat dann in der Datenbank abgefragt, ob es da mögliche Übereinstimmungen gibt. Die gab es nicht.
Und dann hat man überlegt, naja gut, es kann ja auch ein Spurenleger gewesen sein, der bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten ist. Und deswegen hat man eine Reihenuntersuchung gemacht. Im Fokus sind immer noch alle Männer rund um Bobenhausen. Das Misstrauen ist groß im Ort. Es war eine Männerhand, die Johanna tötete. Einen Teil eines verwischten Handabdrucks konnte die Polizei sicherstellen. Deshalb die heutige Aktion. Im Gemeindehaus im hessischen Bobenhausen lassen sich Männer aus dem Dorf und Umgebung freiwillig ihre Handabdrücke nehmen. Dieses Fragment eines Fingerabdrucks hat man also in der Folge dann auch dazu eingesetzt, dass man Massenuntersuchungen durchgeführt hat, Reihenuntersuchungen durchgeführt hat. Man hat also alle Männer in einem bestimmten Alter aus der näheren Umgebung da in Bobenhausen dann eingeladen zur ersten Reihenuntersuchung. Das waren meines Wissens nach auch über 500, die letztlich da überprüft worden sind. Das war ja wieder Presserummel ohne Ende. Also ich glaube, für jeden von uns war das klar, dass wir da hingehen. Da gibt's überhaupt keinen Zweifel dran. Warum mitgemacht, dass es aufgeklärt wird? Ich mache mit, weil ich 2 Enkelkinder habe und dass dieser Kerl gefasst wird. Hoffentlich kriegen sie ihn. Zum einen habe ich den Abdruck selber abgegeben, eine mit der ersten, dass ich wollte einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, und zum anderen, es gibt hier immer noch diese Gerüchteküche, dass ich selber meine Tochter umgebracht hätte. Ja, und das möchte ich, dass ein für alle Mal damit Ruhe ist. Der Fingerabdruck von Johannas Vater wird endgültig seine Unschuld beweisen. So ein Fingerabdruck ist immer dann eine gute Spur, wenn man genug Merkmale in dieser Spur hat, die einer Person eindeutig zuordnenbar sind. Das war aber genau hier das Problem. Diese Spur hatte eine derart schlechte Qualität, dass man sich gar nicht sicher war, wenn denn der Täter jetzt vor uns sitzt und wir nehmen ihm Fingerabdrücke ab und man vergleicht das, kann das überhaupt zum Treffer kommen oder nicht? Welche Aussagekraft hat diese Spur? Über 800 Abdrücke von rechten und linken Händen wird die Polizei nun einscannen und vergleichen. Vielleicht ist Johannas Mörder in diesem Stapel dabei. Aber schon kurz darauf scheint festzustehen, keiner der 800 Männer rund um Bobenhausen hat das Klebeband angefasst. Der Mörder von Johanna läuft also weiter frei herum. Die Frage, wie man mit so einer Erkenntnis umgeht, dass solche Menschen mitten unter uns leben, die ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ja? Wenn man so lange Jahre, über 40 Dienstjahre, kriminalpolizeiliche Arbeit gemacht hat, dann sind ihnen ganz sicher keine menschlichen Abgründe mehr fremd. Ja? Also was man da alles so erlebt, ja, dann weiß man einfach, dass der Mensch zu allem fähig ist. Und dass auch mitten unter uns überall alle möglichen Menschen mit Neigungen leben, von denen man sich gar keine Vorstellungen so wirklich machen kann. Inzwischen gibt es einen weiteren ungelösten Fall. Das Opfer, wieder ein 8-jähriges, blondes Mädchen. Johanna Bonacker verschwand am 2. September 1999 aus ihrem Heimatort Ranstadt-Bobenhausen. Ein halbes Jahr später wurde sie 50 Kilometer entfernt in dem Wald bei Alsfeld gefunden. Julia Hose wurde am vergangenen Freitag aus Biebertal entführt. Ihre Leiche lag 45 Kilometer von zu Hause entfernt. Alle 4 Orte liegen in einem Radius von etwa 50 Kilometern. Merkwürdige Parallelen. Ist es derselbe Täter, womöglich aus der Umgebung? Insofern macht man sich natürlich schon Gedanken, wenn die räumlichen und zeitlichen Aspekte so zusammentreffen, ob es da in irgendeiner Form einen Zusammenhang gibt. Der Gedanke, dass der Täter hier in der Region frei herumläuft, der ist sehr beängstigend. Denn zum einen, man kann ihm täglich über den Weg laufen, ist vielleicht einer derer, die mit einem mitgelitten haben, mitgetrauert haben, mitgeholfen haben. Und zum anderen, solange dieser Täter frei rumläuft, ist kein Kind sicher vor einer Wiederholungstat. Angehörige verhalten sich in diesen Situationen völlig unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sich sehr zurückziehen, sehr abschotten von der Öffentlichkeit, was man, glaube ich, auch gut verstehen kann, gut nachvollziehen kann. Es gibt aber auch Menschen, die sind sehr proaktiv
weil sie nämlich diesen Fall in Erinnerung halten wollen, weil sie sich Hinweise erhoffen und dann sehr offensiv mit der Presse umgehen. Und in dem Fall war es so gewesen, dass die Mutter von Johanna auch die öffentliche Aufmerksamkeit gesucht hat, einfach um den Fall in Erinnerung zu behalten, um letztendlich Hinweise auf das Verschwinden und das Schicksal ihrer Tochter zu bekommen. Heute vor 3 Jahren ist unsere Johanna nicht vom Spielen nach Hause gekommen. Seit 3 Jahren trauern wir um unsere tote Tochter. Sie haben unsere lebenslustige, fröhliche, streitlustige Johanna getötet. Sprechen Sie mit uns, schreiben Sie uns, wie auch immer. Beantworten Sie unsere Fragen. Helfen Sie uns zu verstehen. Wir bitten Sie, helfen Sie uns, melden Sie sich. Wird der Täter darauf reagieren?